Hier ist das Büro des PSOEs in Orihuela Costa. Mein Name ist Francisco Javier Díaz. Ich bin der Koordinator dieses Büros. Hello, my name is Dorinda James and I'm a member of the PSOE party in Orihuela Costa. The councillor from the PSOE party, the opposition councillor Rosa Martinez. Heute wollen wir Sie den Haushalt 2009 vorstellen, aber um den Haushalt 2009 zu verstehen, müssen wir zuerst den Haushalt 2008 erklären. Für den Haushalt 2008 in Orihuela waren 90 Millionen vorgesehen. Allerdings im September 2008 hatten wir schon bereits 126 Millionen ausgegeben. Infolgedessen mussten wir ja 50 Millionen Schulden gemacht haben. Wir gehen davon aus, dass in das Jahr 2008 haben wir 200 Millionen ausgegeben. First of all, it's necessary to start looking at the budget for 2008. And we'll see that in 2008 the total budget was in fact 90 million euros, and what was in fact spent was 126 million by the time we were in September of 2008, and the total budget for the year, we understand, was 200 million. Of that, 50 million included were borrowed to increase the total available, and two of the things that were included in that spending was 1.5 million on publicity and 3 million on fiestas. And an important figure to bear in mind when moving to the budget for 2009 is that the town hall employs 1,000 employees. So, und jetzt kommen wir an den Haushalt 2009. Das ist natürlich ein wenig, etwas weniger, also 67 Millionen für dieses Jahr. Mussten wir aber natürlich sagen, dass alleine an Löhne für die Beschäftigten hier in dieser Gemeinde gingen ja 40% aus. Das sind ja 27 Millionen des gesamten Haushalts. Für die Kueste sind ja eigentlich nur 2 Millionen vorgesehen. Budget for 2009 is 67 million, which is a decrease, obviously. And of that, 40%, that is 27 million, will be spent on paying for the employees' wages, salaries. On investment, there will be 2 million spent. There is nothing for the Costa included in that amount. And in order to pay the banks, there will be 5 million. That is in repayments and in interest, 7.3% of the total budget. Die Bevölkerung. Wir dürfen natürlich die Bevölkerung nicht vergessen. Wir haben natürlich in Orihuela Costa mal 84.626 Einwohner, registrierte Einwohner. In die Küsten wären 29.000. Das macht 34% der gesamten Bevölkerung. In terms of population, Orihuela, that is including the city, the pedanías, that's the outlying villages, and the Costa itself, is 84,626 inhabitants registered on the Padron. In Orihuela Costa, there are 29,000. 34%, that is, of the total people registered on the Padron live in the coastal area. Also nochmal, vergessen wir, der Haushalt für 2009 wären 67 Millionen und 2 Millionen wären dann für die Küsten. Das macht insgesamt 3% des gesamten Haushalts. The total budget for this year is 67 million, and in fact of that 67 million it is planned that 2 million, 3% of the total, will be spent in the Costa. Die Haushalt in Einzelnen wäre einmal Verwaltung, das sind ja 5 Millionen für Verwaltung, für die Küste wären nur 400.000, das macht ja nur 9% der gesamte Haushalt. And how that pans out is that in general administration, there will be 5 million spent in total on the whole of Orihuela,
and in administration on the coastal region, 400,000 will be spent. That's 8% of the total general administration. Für Verkehrssicherheit haben wir 2.141.000 Euro. Für die Küsten wären nur 3.500 des gesamten Haushalts 2009. The spending for official buildings will be 1,437,000, and for public buildings in the Costa, the spending will be 130,300 euros. That is 9% of the total. Als nächstes haben wir Parks und Garten. Hier sind 1.664.000 Euro vorgesehen. Allerdings, der Kueste bekommt ja nur 722.000. Das macht 44,5% im Gesamt. Allerdings sehen Sie bitte die Garten und Parks hier in Orihuela Costa, in welche katastrophale Zustand sich befinden. On traffic control in the whole of Orihuela, the spending is set at 244,209 euros. In the Costa, 5,000 of that will be spent. That is 2% of the total. Als nächstes käme dann Straßenbeleuchtung. Hier sind 2.721.000 Euro vorgesehen. Die Küste bekommt allerdings nur 110.500. Das macht ja nur 4% des gesamten Haushalts 2009. The budget spending on parks and gardens is set at 1,624,000. Parks and gardens in the Costa, 722,000. That is 44.5% of the total. Haben wir Abwasserung und Entsorgung. Da ist natürlich eine Lachnummer. Nämlich der Haushalt für dieses Konto ist mit 1.748.000 vorgesehen und die Küste bekommt ja nur 100 Euro. Das ist 0,006% des gesamten Betrags. Das ist wirklich zu lachen. Lighting in the whole of Orihuela, it will be 2,721,000, and on the coast it will be 110,500. That is 4% of the total. Öffentliche Straßen sind hier mit 891.442 Euro vor Anschlag. Die Küste bekommt nur 66.300. Das macht 7% des gesamten Haushalts 2009. The spending on sanitation in the whole of Orihuela will be 1,748,000. On sanitation in the Costa, 100 euros. That is 0.006% of the total. Ja, in dem Fall ist ja klar, Strände hat ja nur die Küste und somit bekommen wir den gesamten Betrag von 483.500. Roads and public ways, 891,442 will be spent in total. In the Costa, that spending will be 66,300. Das Amt für europäische Bürger, das sind ja 14.200 Euro vor Anschlag. Für Werbung sind ja nur 2.500 und für Volksfesten sind 3.300. And the budget for the official office for of European residents in the Costa is set at 14,200 euros. Of that, 2,500 will be spent on publicity and 3,300 on fiestas and public events. Wir haben in dieses Jahr, genau im Juni, die europäischen Wahlen. Von den 23.900 angemeldeten Personen möglichst viele wählen gehen. Momentan sind nur 1.450 in der Wahlregister eingetragen. Somit machen wir mit der Eintragung in der Wahlregister nur 6%. Liebe Bürger, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selbst lange Zeit in Deutschland gelebt. Ich habe für ein Kommunalwahlrecht für Ausländer gekämpft. Und ich weiß, dass nur dann, wenn ich dieses Wahlrecht bekommen habe, wurde ich entsprechend berücksichtigt. Geh wählen, damit du auch hier in Spanien
das gleiche Recht bekommst wie die Ausländer in Deutschland. Of statistics, on the census there are 23,090 European residents extranjeros living in the Costa. At the moment, only 1,450 of those, that is 6%, actually have the right to vote. In order to exercise your right to vote, you need to be, first of all, on the padron. Secondly, you need to go to the town hall and ask for your right to vote. And thirdly, you need to have residency. So the important thing is that if you want your voice to be heard, then you really do have to go and vote.